Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles & Marcel. Ich sitze gerade hier in der Maple Leaf Lounge von Air Canada in Montreal. Und heute geht es mit Finnair in der A350-900 nach München. Und es war eine schwere Anreise, davon werde ich euch gleich etwas mehr berichten und natürlich auch zeigen, wie ist hier die Lounge und dann natürlich das Spannende, wie ist der Flug mit Finnair in der Business Class. Viel Spaß mit dem neuen Video. Und eigentlich hätte dieses Video mit einem Zubringerflug mit Air Canada Rouge von Quebec nach Montreal starten sollen. Air Canada Rouge entschied sich aber, diesen Zubringerflug nach Montreal zu stornieren und auch keinen weiteren für diesen Tag anzubieten. So blieb mir nichts anderes übrig, als Bus und Taxi zu nehmen, um meinen Anschlussflug nach München noch zu bekommen. Das war wirklich keine angenehme Anreise, denn fast hätte ich kein Ticket mehr für den Bus bekommen und hätte einen weiteren Tag in Quebec bleiben müssen. Am Flughafen hatte glücklicherweise der First-Class-Check-In-Schalter schon geöffnet, den ich als Senator bei Lufthansa bzw. Star Alliance Gold-Mitglied nutzen kann. Spätestens jetzt dürften die Ersten verwundert sein. Wieso checkt er bei Lufthansa ein, wenn er doch mit Finnair fliegt? Das kam so. Den Flug habe ich über Lufthansa gebucht, Hinflug mit Air Canada, das Video ist bereits online, und der Rückflug mit Lufthansa. Einige Zeit vor dem Rückflug kam die Info, dass der Flug nun von Eurowings Discover übernommen wurde. Das war jetzt nicht so schlimm, denn ein Langstreckenflug mit Eurowings Discover fehlt mir noch auf meinem Kanal. Dann kam aber kurze Zeit später eine weitere Info, dass der Flug nun von Finnair ausgeführt wird. Also ein Lufthansa-Flug, operated by Eurowings Discover, operated by Finnair. Lufthansa kann mit dem aktuellen Personal nicht die Vielzahl der Fluggäste abfertigen und hat daher eine befristete Kooperation mit Finnair, die derzeit sehr viele Kapazitäten frei haben, da tausende Asienflüge nicht stattfinden. So kam es also zu dieser einmaligen Konstellation. Inzwischen war ich angekommen in der Maple Leaf Lounge von Air Canada, die für alle Business-Class-Gäste und Statuskunden ist. So habt ihr zum Beispiel als Star Alliance Gold-Mitglied hier ebenfalls freien Zutritt, sofern ihr einen Flug mit Star Alliance am selben Tag vorweisen könnt. Die Lounge war ziemlich überlaufen und bietet eine gute Auswahl an Speisen und Getränken. Ganz besonders gut hat mir gefallen, dass man aus verschiedenen warmen Speisen wählen konnte, die dann nach Bestellung frisch zubereitet wurden. Ich habe fast die gesamte Produktpalette einmal durchprobiert und alles hat sehr gut geschmeckt. Sehr schön sind auch die großen Fenster, die einen freien Blick auf das Rollfeld ermöglichen, und so konnte ich dann auch verfolgen, dass die Maschine von Finnair mit etwas Verspätung in Montreal ankam. Leider gab es einen Busgate, aber dazu kommen wir gleich noch. Es hieß Abschied nehmen von der Lounge und von Kanada und es folgte ein kurzer Weg zum Gate. Dort gab es leider keine einheitliche Regelung zum Schlange-Stehen und es gab ein kleines Chaos, als die verschiedenen Boarding-Gruppen nacheinander aufgerufen wurden, weil viele Business-Class- oder Statuskunden sich von ganz hinten den Weg durch die Massen bahnen mussten. Das Besondere am Flughafen in Montreal ist, dass ihr zwar wie üblich an einem Busgate mit einem Bus zum Flugzeug gebracht werdet, dieser Bus aber eine Hebefunktion hat und sich mehrere Meter nach oben bewegen kann. So ist es möglich, ohne Treppensteigen in den Bus einzusteigen, der anschließend die gesamte Kabine absenkt und wie ein normaler Bus zum Flugzeug fährt. Dort fährt die gesamte Kabine wieder nach oben und anschließend können die Gäste ebenfalls wieder ohne Treppensteigen das Flugzeug betreten. Eine tolle Lösung, vor allem für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Wenn man aber auf der falschen Seite beim Aussteigen steht, darf man sehr lange dort eingeengt stehen und warten, bis man raus kann.
Wie war das nochmal mit dem Priority Boarding für Business Class Kunden? Da lobe ich mir zum Beispiel Swiss, die für Business Class Gäste einen separaten Bus zur Verfügung stellen und das Gefühl von einer bevorzugten Behandlung, die man ja für viel Geld kauft, aufkommt. Und damit herzlich willkommen in der A350-900 von Finnair. Mein erster Eindruck der Kabine war sehr positiv. Das blaue Licht erinnert zwar etwas an die Schlümpfe, beruhigt aber und ist für die Augen, gerade bei Nacht, sehr angenehm. Die Sitze sind in einer 1-2-1-Konfiguration angeordnet, sodass jeder einen freien Zugang zum Gang hat. Der Sitz kam mir sehr bekannt vor, dieser wird auch in vielen anderen Flugzeugen gerne genutzt. Eine kleine Tasche lässt sich unter der Fußablage verstauen. Zum Monitor kommen wir gleich noch. Am Platz selber befinden sich die Kopfhörer und die Menükarte, die wir uns natürlich später noch einmal ausführlich anschauen werden. Außerdem ein regulierbares Leselicht, eine Fernbedienung für das Entertainment-Programm sowie je ein Anschluss für die Kopfhörer, USB und Strom. Außerdem ein kleines Bedienfeld, mit dem ihr den Sitz verstellen könnt bis zu einer komplett flachen Liegefläche. Eine Flasche Wasser befindet sich ebenfalls direkt am Platz. Die Business-Class-Kabine war bei weitem nicht ausgebucht und so freute ich mich auf einen wahrscheinlich sehr ruhigen Nachtflug. Der Service brachte ein paar Nüsse und ich habe mir auf der Ablage noch etwas Platz geschafft, indem ich die Kopfhörer an den dafür vorgesehenen Haken gehängt habe, denn es gab noch wahlweise ein Glas Wasser, Orangensaft oder Sekt zur Begrüßung. Ich habe mich für ein Wasser entschieden, die Nüsse haben geschmeckt und ich konnte anschließend die Menükarte für diesen Flug studieren. Die Auswahl hat mich wirklich positiv überrascht und es war sehr angenehm, mal eine doch sehr starke Abwechslung zu dem regulären Angebot von Lufthansa zu bekommen. Auch die Getränke haben sich von Lufthansa deutlich unterschieden. Man darf ja nicht vergessen, ursprünglich gebucht hatte ich einen Lufthansa-Flug, jetzt ausgeführt von Eurowings Discover, operated by Finnair. Ein Wahnsinn. Bei der Getränkeauswahl habe ich persönlich nichts vermisst, aber da ist ja jeder individuell. Sehr auffällig war, dass Eurowings Discover Werbung gemacht hat für einen sogenannten Elephant Gin, wahrscheinlich auch in Anspielung darauf, dass Eurowings Discover Flüge nach Südafrika anbietet. Kommen wir zum Monitor. Dieser lässt sich auf Knopfdruck herausklappen und in seine Richtung bewegen. Verschiedene Sprachen lassen sich hier einstellen und auffällig war natürlich, dass ich dort gar keine deutsche Tonspur oder Einstellung gefunden habe. Lediglich Englisch, Finnisch oder Schwedisch und einige asiatische Sprachen standen zur Verfügung, außerdem Russisch. Das beherrsche ich leider nicht, insofern musste ich mich mit Englisch zufrieden geben. Das kann allerdings für Lufthansa-Kunden, gerade vielleicht welche, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, durchaus Probleme bereiten. Was ich sehr an modernen Flugzeugen wie dem A350-900 mag, sind die Flugkameras, bei denen man einen tollen Ausblick auf das Flugzeug und unter einem hat, was gerade bei Tagflügen oder auch gerade bei Start und Landung sehr, sehr cool ist. Eine Filmauswahl war vorhanden, jetzt aber auf den ersten Blick nicht überragend, aber für jeden Geschmack sollte sich hier etwas finden lassen. Außerdem stehen euch Serien und Spiele zur Verfügung. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das System sehr schnell auf Fingerdruck reagiert hat. Die Darstellung der Flight Map hat mir ebenfalls sehr gut gefallen und ich mag es, wenn man direkt auf dem Monitor den Globus hin und her drehen kann, um sich seinen Flug genau anzuschauen. Außerdem lässt sich über das Entertainment-Programm der Service rufen und auch die Lichter über einem ein- und ausschalten. 2 Fenster stehen euch zur Verfügung, zumindest sofern ihr einen Fensterplatz gebucht habt. Als Amenity-Kit gab es einen Einkaufsbeutel von Lufthansa. Meine Meinung dazu habe ich euch schon öfter in den Videos kundgetan. Klickt einfach gerne mal auf das i, wenn ihr die hören möchtet und den Inhalt sehen wollt.
Zur Gangseite befindet sich noch ein kleines weiteres Staufach und die Armlehne lässt sich per Knopfdruck einfach nach oben verstellen, sodass man eine bequemere weitere Armablage hat oder später beim Schlafen sich etwas mehr Platz verschafft, indem man diese wieder nach unten verstellt. Die Overhead-Bins boten genügend Stauraum. Bei voller Auslastung der Kabine sieht das vielleicht allerdings schon ganz anders aus, da es in der Mitte keine Overhead-Bins gibt. Solltet ihr zu zweit fliegen, bieten sich vielleicht die beiden Mittelsitze an. Hier könnt ihr euch zumindest mal zuwinken. Und werfen wir noch schnell vor dem Start einen Blick auf die Bordtoilette. Es befinden sich 2 Kabinen direkt vorne im Flugzeug für die Business Class. Was mir sofort sehr positiv auffiel, ist die Helligkeit und auch, dass man vernünftig stehen kann. Weiter hinten befinden sich noch 2 weitere WCs für die Business Class, sodass selbst bei voller Auslastung keine allzu große Wartezeit erwartet werden dürfte. Im WC alles Wichtige vorhanden: Seife, Handcreme, Desinfektionsspray, aber keine weiteren Amenities. Ganz besonders gut gefällt es mir immer, wenn es ein Fenster gibt. So eine tolle Aussicht hat man bei einem Toilettenbesuch doch nicht immer. Jetzt hieß es aber wirklich zurück zum Platz, anschnallen und ab zur Startbahn. Da wir einen Nachtflug haben und es draußen wirklich kaum etwas zu sehen gab, habe ich diesmal den Start über den Monitor gefilmt. Auch mal ein ganz anderes Bild und eine neue Perspektive für den Start. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen und hören uns dann gleich wieder. Der Service begann relativ schnell. Viel Zeit hat man ja auch auf einem knapp 7-stündigen Nachtflug nicht. Und es gab sogar ein heißes Tuch, das seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Generell hat mir der Service auf diesem Flug sehr gut gefallen. Die Flugbegleiter waren sehr, sehr freundlich, sehr aufmerksam. Das war klasse. Der Tisch lässt sich einfach aus der Seite herausdrehen und aufklappen, ist stabil und lässt sich auch im aufgeklappten Zustand noch leicht zur Seite drehen, damit man auch während des Fluges es einfacher hat, aufzustehen. Vorspeise und Hauptspeise wurden zusammengebracht und ich habe mich auf diesem Flug für das Rinderfilet entschieden. Optisch machte das Ganze auf mich einen sehr guten Eindruck. Hier sei vielleicht auch noch zu erwähnen, dass das Essen wiederum von Eurowings Discover kommt und nicht etwa von Lufthansa und auch nicht von Finnair. Alles sehr verwirrend, aber ich hoffe, ihr findet euch zurecht. Die Serviette hatte das von mir so geschätzte Knopfloch. Das mag ich immer sehr und zufälligerweise hatte ich auch noch einen Knopf dabei und konnte die Serviette daran befestigen, um mich beim Essen nicht so einzusauen, wie ich es sonst gerne manchmal mache. Das Kartoffelgratin und vor allem die Bohnen waren wirklich sehr, sehr lecker. Das Filet war so, wie man es von Flugzeugen kennt. Geschmacklich war es völlig in Ordnung, aber es ließ sich wirklich sehr, sehr schlecht schneiden, was zum einen vielleicht daran lag, dass man halt kein Steakmesser oder ähnliches bekommen hat, das Messer vielleicht schon etwas stumpf war, aber natürlich ist das Fleisch nach so vielen Stunden auch einfach nicht mehr so wie frisch gekocht. Geschmeckt hat es aber trotzdem. Und es gab sogar zum Essen eine Überraschung. Das haben viele Fluggesellschaften während der letzten 2 Jahre kaum hinbekommen. Es gab tatsächlich von Anfang an Salz und Pfeffer. Diese wiederum von Lufthansa, um die Verwirrung auch wirklich komplett zu machen, wer denn hier für den Flug jetzt zuständig ist. Finnair bietet euch auf einem Flug kostenpflichtiges Internet. Die Preise habe ich euch hier einmal eingeblendet. Ich habe mir kurz vor der Landung noch eine Stunde Internet für 7,95 € gegönnt und konnte so feststellen, dass mein Anschlussflug von München nach Hamburg annulliert wurde.
Aber davon wusste ich noch nichts, als ich es mir für die Nacht bequem gemacht habe. Es gab eine Decke von Eurowings wiederum und es gab die Möglichkeit, wie schon vorhin angekündigt, den Sitz zu einer komplett geraden Liegefläche zu verwandeln. Für mich persönlich fühlt es sich immer etwas umständlich an, die Schlafposition einzunehmen. Man muss sich auf den Sitz setzen, die Beine zur Seite drehen, seinen ganzen Oberkörper verschieben. Aber letztendlich habe ich es dann doch geschafft und habe eine bequeme Schlafposition gefunden. Mit knapp 1,90 Meter Körpergröße konnte man sich bequem ausstrecken und der Kopf passte gerade noch so in den Sitz. Zeit, die Augen zu schließen und noch etwas Schlaf zu bekommen. Der Schlaf war mit 2 Stunden viel zu kurz, aber dafür konnte ich diesen fantastischen Sonnenaufgang aus dem Flugzeug genießen. Jetzt hieß es erst einmal richtig wach werden und glücklicherweise gibt es ja noch das Bedienfeld für die Sitzeinstellung, denn aus eigenen Kräften wäre ich wahrscheinlich kaum hochgekommen. Direkt nachdem der Service festgestellt hatte, dass ich wach war, wurde mir ein Frühstück gebracht, das wirklich zu 100% meinen Wünschen eines Frühstücks im Flugzeug entspricht. Es gab ein wirklich sehr leckeres Müsli mit Joghurt und frischem Obst, außerdem Orangensaft, ein Croissant, Nutella. Genau so darf ein Frühstück für mich im Flugzeug sein. Und hier mal eine Frage an die Nutella-Fans unter euch. Gehört ihr zu der Fraktion, die mit dem Messer die Goldfolie einmal am Rand herum abschneiden und dann die Folie abnehmen? Oder gehört ihr auch eher zu denjenigen, die mit dem Messer oder mit dem Finger einmal reinpieksen und dann die Goldfolie zur Seite drücken und dann abreißen? Das würde mich mal sehr interessieren. Da scheiden sich ja die Geister, welche Variante nun die einzig wahre ist. Aber so oder so, ein Croissant mit Nutella zum Frühstück, fantastisch. Nach diesem sehr guten Frühstück konnte ich dann entspannt in den Tag starten und da ich noch einmal die WCs aufsuchen wollte, war es wirklich von großem Vorteil, dass man den Tisch zur Seite klappen kann und auch so dem Sitz noch einmal entfliehen kann. Kurze Zeit später war es dann auch schon soweit für die Landung in München. Abgesehen von äußeren Umständen wie zum Beispiel die Annullierung von 2 Anschlussflügen innerhalb von 24 Stunden hat mir dieser Flug mit Finnair/Eurowings Discover/Lufthansa wirklich sehr gut gefallen. Die Flugbegleiter waren super freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Genau so sollte es sein.
Mir ist bewusst, dass die Konstellation dieser Flüge durchaus einmalig ist und wahrscheinlich in den nächsten Monaten so nicht mehr vorkommen wird. Für mich war es eine prima Möglichkeit, einmal die Business Class von Finnair zu testen, auch wenn es halt die Eurowings bzw. Lufthansa-Produkte an Bord gab. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schreibt gerne einen Kommentar, auch wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich sehr über ein Abo dieses Kanals. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Flug. Alles Gute, euer Marcel.